Ihr kennt das Problem. Ihr habt einen coolen 3D-Druck, wie zum Beispiel dieses Pokémon oder dieses funktionierende Katapult als Lesezeichen gespeichert. Und dann wollt ihr es nach ein paar Monaten nochmal ausdrucken. Und dann kommt der Schockmoment. Es wurde gelöscht. Da kann ich als Softwareentwickler nur sagen, kein Backup, kein Mitleid. Hast du deine Bachelorarbeit gelöscht, weil sie nur auf dem USB-Stick war? Kein Mitleid. Kein Backup, kein Mitleid. In diesem Video zeige ich euch darum, wie ihr mit der Software Manifold eine eigene Organisationslösung für eure 3D-Druckdateien einrichten könnt. Zuerst, was ist Manifold überhaupt? Also abgesehen davon, dass es auch die perfekte Beschreibung für mich ist, also weil Manifold auf Deutsch vielschichtig heißt. Versteht ihr? Abgesehen davon ist es eine Open-Source-Software zur Verwaltung von 3D-Drucken. Genau genommen ist die Software aus der Kategorie Self-Hosted. Das heißt, ihr könnt euch Manifold beispielsweise auf einem Raspberry Pi oder einem NAS einrichten und in einem Docker-Container laufen lassen. Wie das genau geht, zeige ich euch später in diesem Video. Ich habe mich jetzt einige Monate mit Manifold auseinandergesetzt und muss sagen, dass es im Vergleich zu meiner bisherigen Ordnung definitiv ein Upgrade war. Früher hatte ich einfach mehrere Ordner, die teilweise auch nicht besonders gut benannt waren. Manifold hingegen bietet ein einigermaßen schickes Interface und die Möglichkeit, Dateien mit Tags und einer Beschreibung zu versehen. Wenn man sich mit dem Taggen etwas Mühe gibt, spart das später echt viel Zeit. Zum Beispiel kann ich mit einem Klick auf OSWAG sehr schnell auf alle entsprechenden 3D-Drucke gelangen. Über das Suchfeld kann dann relativ schnell eine alte Druckdatei gefunden werden. Und das Coole ist, wenn auch Bilder hochgeladen werden, dann wird in der Vorschau das entsprechende Bild angezeigt. Alternativ dann natürlich einfach das 3D-Modell selbst. Je nach Komplexität finde ich persönlich aber ein Bild oft besser. Jetzt aber eine kurze Übersicht über die Software. Ich kann sie ganz einfach im Webbrowser über die IP-Adresse meines NAS aufrufen. Dann sehe ich auch direkt alle Modelle mit Vorschau. Einzelne Modelle können auch mehrere 3D-Druckdateien, also beispielsweise STL und 3MF-Dateien beinhalten. Das kann man an diesen Clips für die Filamentspulen gut sehen. Übrigens, die Clips habe ich im Video Filament trocken und praktisch lagern verwendet. Ich habe es hier oben verlinkt und auch unten in der Videobeschreibung. Klickt einfach irgendwo an. Jedenfalls kann ich dann durch alle Clips browsen, das 3D-Modell auch direkt in der Vorschau bewegen, also anschauen, drehen und so weiter. Das ist beispielsweise nützlich, um verschiedene Varianten einfach zu unterscheiden, insbesondere wenn der Dateiname nicht der gleiche ist oder man sich keine Mühe gegeben hat, wenn man faul ist. Und wenn ich dann das richtige Teil gefunden habe, kann ich es einfach runterladen und wie gewohnt ausdrucken. Besonders praktisch ist auch, dass Manifold doppelte Dateien einfach löscht. Darum muss ich mich also auch nicht mehr selbst kümmern. Hier lade ich zum Beispiel eine bereits vorhandene Datei hoch und sie ist danach nicht doppelt gespeichert. Manifold bietet auch die Funktion für mehrere Benutzer. Das habe ich aber deaktiviert. Ich bin tatsächlich der Einzige, der meine 3D-Druckdateien verwaltet und wahrscheinlich auch der Einzige, der sie versteht. Aber wie betreibe ich Manifold genau? Konkret habe ich eine Synology DS1621 Plus mit 6 Festplatten als NAS. Insgesamt habe ich einen RAID 5 und 2 der Festplatten dienen als Backup. So bleiben mir aus meinen knapp 44 TB Speicher noch etwa 27 TB übrig. Das reicht auf jeden Fall. Das Synology NAS bietet zwar mit dem Container Manager schon ein Interface zur Verwaltung von Docker-Containern. Ich habe aber dann noch die Anwendung Portainer installiert, die etwas mehr in die Tiefe geht. Genau genommen bietet Portainer sogenannte Stacks. Das sind quasi mehrere Docker-Container, die dann über eine gemeinsame Konfiguration gesteuert werden. Übrigens, Docker selbst ist quasi eine Art Sandbox für Anwendungen. Einfach gesagt, was im Container passiert, bleibt auch im Container. Und hat keinen Zugriff auf den Host-Computer, also euren Computer. In Portainer habe ich dann einen Stack für Manifold. Er installiert im Detail einen Webserver, eine Datenbank und einen Cache. Du musst sagen auch Cache. In der Videobeschreibung unten habe ich meine Portainer Stack-Konfiguration hinzugefügt. Theoretisch musst du sie nur in Portainer kopieren und Manifold sollte schon funktionieren. Lediglich die Umgebungsvariablen DB, Data Location und Model Location müssen dann noch gesetzt werden. Das ist dann quasi die Verknüpfung zwischen Docker und dem Dateisystem vom NAS, sodass die Dateien nicht im Container, sondern tatsächlich auf dem NAS liegen und korrekt gesichert werden können. Das ist in dieser Konstellation total praktisch, denn ich kann jetzt einfach den Stack löschen und neu generieren. Das Synology NAS erstellt dann quasi 3 neue virtuelle Computer und installiert automatisch die neueste Version von Manifold.
Da die Dateien aber im echten Dateisystem des NAS liegen, habe ich keinen Datenverlust. Und alles sollte wie zuvor funktionieren. Zum Schluss verrate ich dir noch einen Trick. Und zwar habe ich oft den Fall, dass ich ein neues 3D-Design erstelle und dafür auf meinem Computer einen Ordner speichere. Um diese jetzt einfach in Manifold zu bekommen, reicht es aus, daraus einfach eine ZIP-Datei zu machen. Manifold macht daraus dann automatisch einen 3D-Druck, dem all diese Dateien untergeordnet sind. Das ist praktisch, denn so kann ich auch mehrere ZIP-Dateien auf einmal hochladen. Manifold legt dann für jede Datei direkt einen 3D-Druck an. Das hat bei mir vor allem den Umstieg auf Manifold von diesen ganzen Ordnern extrem beschleunigt. Okay, das war's von diesem Video. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie gefällt euch diese Art von Content? Sollte ich noch tiefer in die Thematik Docker und Container einsteigen? Habt ihr generell Fragen? Ist irgendwas unklar? Lasst auf jeden Fall ein Abo da und drückt den Daumen nach oben. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.